chasing rainbows in the sky. It's my invitation. Let's all take a trip on my ecstasy. I'm Mr. Bad Guy. Yes, I'm everybody's Mr. Bad Guy. Can't you see I'm Mr. Mercury? No place to stay. Bad communication. I feel like the president of the USA. Mr. Bad Guy. Yes, I'm everybody's Mr. Bad Guy. Can't you see I'm Mr. Mercury? Benvenuti qui su Queenfans Italia Worldwide. Questa sera abbiamo un ospite molto importante. C'è qui con me Samantha. Ciao Samantha. Ciao a tutti. Abbiamo qui Lars Rijkaard, figlio di Barbara Valentine. Ciao Lars. Guten Tag, Lars. Ciao. Ciao. Ciao Lars. Bravo. Faremo qualche domanda e grazie per la tua disponibilità. Sappiamo che hai fatto un libro, e però in Italia ancora non è uscito. Niente, vuoi parlarci di questo libro? La prima domanda che vogliamo farti è che tipo di donna era tua madre? Sie war eine sehr ungewöhnliche Frau. Sie war keine normale Mutter und ich habe als Kind wahrscheinlich auch lange mit ihr gehadert, dass ich nicht so eine Mami hatte wie alle anderen, die mir Schulbrote gemacht hat und mit mir vielleicht Hausaufgaben gemacht hätte oder so. Aber natürlich, nee, nicht natürlich. Ich bin alles in allem sehr glücklich über die und sehr dankbar für diese Mutter, die ich hatte. Okay. Das Buch wird nicht, meine Mutter ist halt so unbekannt, das wird nicht in Italien erscheinen wahrscheinlich. Allora, Perfetto. quando hai conosciuto Freddy e dove? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wo hast du Freddy kennengelernt und wann? Und wie? Ich habe ihn als Teenager kennengelernt. Ich war damals schon ausgezogen nee, ich war noch nicht ausgezogen. Aber ich war nicht viel zu Hause und er war halt einer von den vielen schwulen Freunden, die meine Mutter hatte. So habe ich ihn wahrgenommen und ich wusste, dass er Musik machte und ich fand die Musik furchtbar als Teenager. Ich hatte einen ganz anderen Geschmack und ich habe ihn nicht richtig kennengelernt, sondern ich habe ihm Hallo gesagt und ich wusste, dass er irgendwie ein bisschen berühmt ist, aber es gab einige berühmte Leute, die meine Mutter kannte und das hat mich nicht weiter beeindruckt. Ich fand ihn, als ich ihn gesehen habe, fand ich ihn sehr sympathisch, weil er war sehr höflich ja, das ist das, was ich sagen kann. Ein ganz normaler Typ. Nichts Besonderes für dich. Nichts Besonderes für mich, nein. Okay. Ok. Allora, sappiamo che Das kann ich vielleicht noch erzählen. Später dann hatte ich ein Auto, einen kleinen Fiat 500 und ich weiß nicht, 2 oder 3 Mal habe ich meine Mutter und den Freddy irgendwo hingefahren und Freddy ist immer ganz automatisch hinten hingegangen. Hinten auf dem hinteren Sitz hat er sich reingezwängt, weil er war ja natürlich viel kleiner als meine Mutter. Meine Mutter war sehr groß und er war viel kleiner und viel dünner und ja. Er hat ja wie ein Vögelchen gegessen, ne? So sagt man das auch. Das weiß ich nicht. Ich habe nie mit ihm gegessen, glaube ich zumindest. Also. Okay. Ok. Allora, sappiamo che Barbara ha avuto relazioni sentimentali un po' sfortunate, no? Questo può aver inciso anche sul rapporto che aveva con Freddy? Er möchte wissen, wir wissen, dass deine Mutter nicht so
wie sagt man das, unglückliche Affären gehabt hat, ne? Und er möchte wissen, äh, wie die Affäre mit Freddie war. Also diese freundschaftliche Beziehung. Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Und wenn er sagt Affäre, also ich glaube, dass sie sich geliebt haben, aber ich glaube nicht, dass sie eine Affäre hatten. Ich glaube nicht, dass sie Sex hatten, wenn er danach fragt und das wissen will. Das ist auch etwas, was ein Sohn von seiner Mutter auch nicht so genau wissen möchte und weiß, aber ja, in dem Fall erst recht nicht. Und ich weiß, dass sie sich sehr gern mochten und in gewisser Weise auch geliebt haben, ja. Okay. Secondo te cosa cercava in lui e cosa avevano in comune tutte e due? Was hat sie in ihm gesucht? Wa- was hatten sie gemeinsam? Lars, bist du da? Ja, ja, ich denke nach, ich denke nach. Ah ja, oh, Nicht okay. so, also ich glaube, dass sie natürlich, also ich glaube, sie hatten den Humor gemeinsam. Sie haben, Hm, ja, das ist es. Humor. Sie hatten den Humor gemeinsam und beide, also meine Mutter natürlich auch das ist jetzt nicht vergleichbar, ja, aber meine Mutter war in München schon prominent und ein Star und beide hatten halt gemein, irgendwie immer im Mittelpunkt zu stehen und dieses Prominenten-Dasein, ja, mit allen Vor- und Nachteilen. Okay. Ok, ok. Per quanti anni Lars si sono frequentati? Lars, für wie viele Jahre, wann hatten, ne, halt, wie lange hat diese Freundschaft denn gedauert im Allgemeinen? Ja, bis Freddy gestorben ist. Also ich glaube, er ist nach 85 nicht mehr nach München gekommen, aber meine Mutter ist öfter nach London gereist. Ja, es gibt ja auch Fotos und Videos. Okay. Ok. Come me a un certo punto, Lars, il loro rapporto si è interrotto. È stato solo a causa della malattia o c'era qualcos'altro secondo te? Wann hat es angefangen mit der Freundschaft, dass diese Freundschaft nicht mehr so eng war, als er richtig krank wurde und nicht mehr so viel geantwortet hat? Oder war es das der Grund? Nein, 85 ist er ja weg aus München. Also und ja, dann waren sie natürlich nicht mehr so häufig zusammen. Aber ich weiß nicht, wie oft sie jetzt ich habe ja dann auch nicht mehr lange nicht mehr bei ihr gewohnt und ich weiß nicht, wie oft sie ihn gesehen hat, aber schon, dass sie eng befreundet waren. Also, ja. Okay. Ok. Allora, Barbara disse, nell'ultimo periodo della vita di Freddy, gli scrisse parecchie lettere, gli scrisse. Freddy ha mai risposto o hai prova della loro corrispondenza? Hat Freddy mal auf diesen vielen Briefen mal geantwortet? Hast du zufällig solche Briefe mal gesehen? Hast du sie zufällig? Also Was für gibt es Briefe? noch Was für Briefe? Korrespondenz, als er schon wieder in London war? Also Ich nach 85. glaube nicht, dass sie sich Briefe geschrieben haben. Also es gibt immer so Weihnachts- und Dingsbums-Karten und Geburtstagskarten. Okay. Aber ich glaube, sie haben telefoniert einfach. Ja, okay, okay. War keine große Briefschreiberin. Und Okay. ich ja auch nicht unbedingt. Also, War's nicht so interessiert. Ok, Lars. Okay. Per noi fan, sarebbe una bella occasione a far conoscere meglio tua madre, no? E come potrai immaginare, per noi fan, tua madre è stato un personaggio molto controverso nella vita di Freddy.
Also er bedankt sich sehr und er hat gesagt, es ist schade, dass es keine Übersetzung gibt von deinem Buch, weil es wäre eine tolle Möglichkeit für die italienischen Fans auch ein bisschen besser mehr deine kontroverse Mutter kennenzulernen, ne? Ja, finde ich auch schade. Also würde mich auch freuen, wenn es auf Italienisch erscheint. Aber Ah, vielleicht okay. jedes Jahr anschlossen. Okay. Ja? Niente, allora Lars, grazie di tutto. Danke für alles und Niente. ja, E ti aspettiamo in Italia, quando vuoi venire noi siamo qui, quando vuoi wir venire. warten auf dich in Italien. Dove sei, Maurizio? Milano. Ah, anche Milano. Sì. Forse ci vediamo. Kannst du eigentlich Italienisch? Also ein bisschen? Ja, ich kann so ein bisschen Stranditalienisch. Ah, okay. Weil du bist ja oft in Italien, gell? Mit deiner Schwester auch. Ah, Ja. okay. Also, wie du schon Italienisch, kapiert hast, ich mache dann die ganzen Übersetzungen in diesen Tagen dann. Danke für deine Mühe. Dankeschön. Grazie Lars. Wir hören dann, gell? Voneinander. Und du kommst was? Im April kommst du nach München. Am 30. April genau. Am Nachmittag komme ich an. Gut. Aber das klären wir dann. Und ja. Ok. Danke sehr, Lars. Grazie Danke. Lars. Nicht zu danken. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Grazie. Dankeschön. from the skies. I'm waiting for love. It's a hard life. Two lovers together to love and live forever in each other's hearts. It's a long, hard fight to learn to care for each other. I look back on myself and say I did it for love. Yes, I did it for love.